Wenn irgendetwas den Ersten Weltkrieg charakterisiert, dann sind es die endlosen Schützengräben, die sich von den Schweizer Alpen bis zur belgischen Nordseeküste erstreckten. Vom Herbst 1914 bis zum Frühjahr 1918 erstarrte die Front im Westen. Zumindest scheinbar. Denn sowohl die Entente als auch das Deutsche Kaiserreich versuchten die kostspielige Pattsituation zu überwinden. Briten und Franzosen konstruierten Panzer, um die deutschen Stellungen zu durchbrechen. Die Deutschen hingegen setzten auf eine neue Infanterietaktik, die sogenannte Stoßtrupptaktik. 1915 hob das preußische Kriegsministerium aus Pioniereinheiten versuchsweise eine Sturmabteilung aus. Diese Sturmabteilung testete neue Taktiken, Waffen und Ausrüstung. Dazu zählte auch der Stahlhelm, der ab 1916 die Pickelhaube ablöste. Nach hohen Verlusten der Sturmabteilung übernahm Hauptmann Willi Rohr den Befehl über die Einheit. Aus dieser wurde 1916 schließlich das Sturmbataillon Rohr. Die Einheit setzte sich aus mehreren Pionierkompanien, einer Maschinengewehr- und einer Minenwerferkompanie zusammen. Daneben verfügte das Sturmbataillon Rohr über einen Flammenwerferzug und eine Infanteriegeschützbatterie. Die Stoßtruppen der Sturmbataillone unterschieden sich von den regulären Infanteristen durch ihre spezialisierte Ausrüstung. Ihnen zur Verfügung standen Bergschuhe und Gebirgsstiefelhosen mit Lederbesetzen an den Knien und dem Gesäß. Da die Handgranate zur wichtigsten Waffe der Stoßtruppen zählte, wurde diese in Massen mitgeführt. Dazu dienten die um die Schulter geschlungenen Handgranatensäcke, sicherlich das prägnanteste Merkmal der Stoßtruppen. Auch der Grabendolch, der im Gegensatz zum herkömmlichen Seitengewehr kürzer und handlicher war, erfreute sich großer Beliebtheit. Um Platz zu sparen, wurde die Munition für die Feuerwaffe häufig in den Uniformtaschen verstaut. Sturmbataillone führten außerdem das lange Pionierschanzzeug mit sich. Dieses umfasste entweder einen Spaten, eine Kreuzhacke, eine Axt oder eine Drahtschere. Damit konnten nicht nur gegnerische Hindernisse beseitigt werden, sondern auch Grabenabschnitte gesperrt und eroberte Stellungen befestigt werden. Rasch zeigte sich das hohe Potenzial dieser Eliteeinheit. Was aber wahrscheinlich noch wichtiger war als ihre zahlreichen Einsätze, war ihre Funktion als Lehreinheit. Willi Rohrs Männer trainierten ab Mitte 1916 zahlreiche andere Einheiten des deutschen Heeres. Aus denen entstanden wiederum neue Sturmbataillone. Bis 1918 wurden 18 reguläre Sturmformationen aufgestellt, davon hatten 17 den Status eines Bataillons. Eine Sturmformation, die 13. Sturmkompanie, war hingegen etwas kleiner. Sie ging im März 1918 im Sturmbataillon Nummer 12 auf. Das 18. Sturmbataillon war bis zum August 1918 ebenfalls nur eine Kompanie. Das 9. und 12. Sturmbataillon wurde im Laufe des Jahres 1918 aufgelöst. In der Regel bestanden Sturmbataillone aus einem Stab, 2 Sturmkompanien, einer Maschinengewehrkompanie und einer Minenwerferkompanie. Vereinzelt verfügten sie aber auch über einen Flammenwerferzug und eine Infanteriegeschützabteilung. Auch konnte die Anzahl der Sturmkompanien variieren. Jedem Armeeoberkommando wurde eines dieser Sturmbataillone direkt unterstellt. Daneben stellten zahlreiche Divisionen und Regimenter irreguläre Sturmformationen auf. Die Ausbildungsvorschrift für die Fußtruppen im Krieg, kurz AVF, gibt uns Auskunft über die Einsatzgrundlagen der Sturmbataillone. Dort heißt es: Aufgabe der Sturmbataillone ist, Angriffe der Infanterie, namentlich im Stellungskampf, zu unterstützen. Sie sollen die hierbei gemachten Erfahrungen verwerten und für die Vervollkommnung des Nahkampfes neue Mittel und Wege finden. Sie sind ferner Lehrtruppe und machen ihre Erfahrungen in Lehrgängen allen Truppenteilen zugänglich. Besagte Erfahrungen wurden mit dem Begriff Stoßtrupptaktik in eine Form gegossen. Diese Stoßtrupptaktik sah vor, dass der Angriff auf das gegnerische Stellungssystem nicht mehr durch breite Infanteriewellen vorgetragen wurde, sondern durch kleine, gut ausgebildete und ausgerüstete Trupps, die sich beim Vorgehen gegenseitig unterstützen sollten. Im Vordergrund stand nun nicht mehr die breitseitige Einnahme des gegnerischen Grabens, sondern seine rasche Durchdringung. Sturmbataillone dienten bei diesem Verfahren als Speerspitze. Sie sollten, unterstützt von regulären Infanterieeinheiten, tief in das feindliche Stellungssystem eindringen. Zu den berühmtesten Stoßtruppsoldaten zählt Ernst Jünger, der seine Kriegserlebnisse in mehreren Werken verarbeitete. Das berühmteste davon ist sicherlich In Stahlgewittern. Jünger gehörte allerdings keinem der regulären Sturmbataillone an, sondern er war Soldat in einem hannoveranischen Infanterieregiment.
Die von den Sturmbataillonen erprobte Taktik wurde nämlich auch von den regulären Infanterieeinheiten verinnerlicht. So heißt es in der AVF: Alle Unteroffiziere und Mannschaften sind für die Verwendung im Stoßtrupp auszubilden. Für besondere Unternehmungen, namentlich im Stellungskampf, Ausheben von Posten, Wegnahme eines Sappenkopfes, Blockhauses usw., kann es jedoch zweckmäßig sein, Stoßtrupps aus den besonders geeigneten Mannschaften von Fall zu Fall zusammenzustellen. Flexibilität war hier das Stichwort. Jeder Auftrag stellte andere Herausforderungen an den Stoßtruppführer. Sein Arsenal war deswegen recht umfangreich. Zitat: Je nach Umfang und Art der Aufgabe können den Stoßtrupps Pioniere, Maschinengewehre, Granatwerfer und Flammenwerfer zugeteilt werden. Die Unterstützung durch Minenwerfer und Artillerie ist jedes Mal zu erwägen, ebenso wie die Verwendung von Nachrichtenmitteln, Meldehunde, Brieftauben, Funktelegraphenstellen, Fernsprecher und Glühlichtscheinwerfer. Die Entwicklung weg vom gewöhnlichen, im Großen und Ganzen der Armee aufgehenden Massensoldaten hin zum spezialisierten, individuell wahrgenommenen Stoßtruppsoldaten ist ein interessanter Widerspruch in der allgemeinen Wahrnehmung des Ersten Weltkriegs. Ralf Raths zeichnet in seinem Werk diese Entwicklung nach und resümiert: Auch wenn der Zug formal noch hervortrat, lag das Hauptgewicht bei Kriegsende zweifellos bei der Gruppe als Träger der Kampfhandlungen, ja sogar der Einzelschütze wurde zeitweise als elementartaktischer Träger des Gefechts angesprochen. Statt Repetierkarabinern und Brieftauben stehen dem Infanteristen unserer Tage Sturmgewehre und Funkgeräte zur Verfügung. Der Kern der von Willi Rohr entwickelten Stoßtrupptaktik ist aber der gleiche geblieben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da und drückt die Glocke. Alle Quellen und Literaturhinweise findet ihr in der Videobeschreibung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis demnächst.